30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur letzten Sendung der Zwischenrunde, bevor es nächste Woche dann in die K.O.-Phase geht. Ganz vorne in der Tabelle liegt momentan Dustin Schöne aus dem Nace-Team. Er hat als einziger eine Fullcard. Landry Rosen von Fish Explorer auf Platz 2 fehlt noch ein Zander. Dirk Ostrowski von Hearty Rice auf Platz 3, ein beliebiger Fisch zur kompletten Karte. Veit Wilde von Seika Pro braucht noch 2 Fische, darunter muss unbedingt ein Hecht sein. Frédéric Julien von Grundens hat als einziger die Topwater-Punkte, doch ihm fehlen auch noch 2 Fische, darunter ein Barsch. LMAB Produktentwickler und Titelverteidiger Enrico Di Ventura hat zwar erst 3 Fische, aber immerhin bereits alle 3 Fischarten gefangen. Am Ende dieser Folge wissen wir, welche 2 Angler Jan Pusch und Patrick Marable ins Halbfinale folgen werden. Dirk hat an seinem Kanal nun länger keinen Fischkontakt gehabt und zieht die Konsequenzen daraus. Das war es jetzt an diesem Spot. Hat mir genau das geliefert, was ich mir erhofft hatte. Der ganz große oder der größere Zander blieb jetzt leider aus. Aber ich habe noch ein paar Spots, die werde ich jetzt anfahren. Ich bin auf jeden Fall total zufrieden, vor allem weil es recht schnell ging, ne? Also ich habe die Fische, die ich brauchte erstmal. Ein Zander fehlt, glaube ich, noch. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass der jetzt gleich noch kommt. Deswegen geht es jetzt schnell weiter. Bis später. Bleib drauf, Junge, bleib drauf. Oh! Jawohl, das muss schnell gehen, Leute, weil die Barsche sind am Platz. 34. Der 4. Fisch für Enrico. Noch keine Verbesserung im Klassement, doch er nähert sich langsam der Fullcard. Yes! Yes! Ooh. And I think that's the size, but I forgot the measure board. Yes! Yes, baby! 23. Such a tiny one. But such a pleasure! Bye-bye. Now we are back in the game because, of course, it's a very small perch. But it means that now every fish I score gonna count. I have the 3 species, and that was the most important because we have still many hours to go. This was a very heavily fished polder that it was a choice for me because I knew it very well. Now we're gonna go on another polder, quite some work to do, but man, now I'm good. It's chaos today, but I like it. Fred ist happy. Der Polderbarsch komplettiert seine 3 Fischarten. Nun kann er mit einem beliebigen Fisch die Fullcard erreichen. Dazu überholt er Veit und liegt nun auf Platz 4. Ich überlege, was ich jetzt mache. Alles, was ich gerade gemacht habe, war blöd, weil leider das Wasser nicht geflossen ist, so wie ich es gehofft habe. Und jetzt fahre ich zu einem Polder, denke ich. Weiß ich. Und danach geht's tatsächlich auf Barsch. So, mal gucken, wie lange der Weg dahin ist. Was sagt das Navi? Ich bin hier nur am Fahren, echt nicht schlau. 30 Kilometer, 34 Minuten. Also, boah, eigentlich muss ich überlegen, ob ich nur eine Sache mache. Was ist das wahrscheinlichere? Hecht oder Barsch? Auf jeden Fall würde ich für Barsch den größeren
das größere Upgrade bekommen. 34 Minuten. Mal gucken, wie weit das ist. Komm, ich mache erst Hecht eine Stunde und dann noch eine Stunde Barsch. Und das war es dann für heute. Ja, ich bin jetzt hier am nächsten Spot angekommen. Habe zuerst mit Gummi gefischt, hat sich nichts getan. Ist meines Erachtens auch ein bisschen hell hier unter dieser Brücke. Und jetzt habe ich mir mal einen Jigspinner drauf gemacht, weil ich ja auch irgendwie noch den Barsch vergrößern möchte heute im Laufe des Tages. Jetzt hatte ich gerade tatsächlich einen Anfasser hier an so einer Steinkante, an so einer Steinmauer. Da werde ich jetzt noch mal zumindest 4-5 Mal hinterher werfen. Guten Biss gehabt hier. Ah. An dem Teil, das gibt's doch gar nicht. Hab die Hälfte der Angelzeit weg. Es läuft natürlich wieder nicht nach Plan. Und jetzt habe ich hier mal, man hat ja in diesen ganzen Buhnen immer so diese Holzpfähle. Hatte ich jetzt mal einen Wurf hingemacht und auch beim zweiten Wurf gleich einen schönen Biss bekommen. Hat leider auch nicht gehangen. Also wenn man heute mal der eine Zander, der ist natürlich voll drauf getockt vorn. Aber ansonsten also heute auch einige Fehlbisse ja schon bekommen. Ja, ist so ein Zeichen dafür, dass die Fische wahrscheinlich auch nicht allzu aktiv sind. Wird sehr, sehr schwer werden. Aber ich sage mal so, ich weiß natürlich heute nicht, wie es bei den anderen läuft, weil gestern wurden die Ergebnisse veröffentlicht, heute nicht. Ja, kann man jetzt erstmal nur versuchen, irgendwie diese 6 Wertungsfische voll zu machen. Der Hecht fehlt mir ja nach wie vor. Und dann wird sich am Ende zeigen, ob das reicht. Ich denke mal, mit den Fischen, die ich jetzt gefangen habe, wird es wohl eher nicht reichen. Wenn man eine Fullcard hat, das wären schon mal gute Voraussetzungen. Und alles Weitere wird sich dann am Ende zeigen bei der Auswertung. Mal schauen. Ja, hier ist eben, ich weiß gar nicht, was für ein Schiff durchgekommen. Also ich glaube, es war so ein Militärschiff mit Vollspeed hier über das Gewässer geballert. Wir mussten wegrennen, tatsächlich, weil die Wellen uns sonst eingeholt hätten. Es war irre. Also die Wellen waren wirklich so 1,5 Meter hoch, denke ich. Jetzt ist aber das größte Problem, dass der Tanker mir die Barsche weggespült hat. Natürlich sind solche Wellen hier auf so einem flachen Plateau ja, nicht unbedingt förderlich. Boah, die Barsche waren am Platz, ganz klar. Ein Biss auf den nächsten. Dann kommt der Tanker mit den Wellen, dann waren die Barsche weg. Yes. Yes, 24. 24. This is fun. To adjust from big pike, zander, small perch when you need. That's the fun part of this tournament. Yep. Bye bye. Yes. I really love the YPC shore for that. You really can adjust different situation, and fishing from the shore get you back to the roots. Forget the big expensive boat and expensive equipment that I love definitely, but mentally, yeah, it's a good work trying to understand better how to target the fish, how to farm them. Yeah, that's good. You see this? Never give up. We even catch on the 15-40 grams small perch. You have really to adjust your setting on the hooks. Full Card für Fred und plötzlich bringt ihn dieser kleine Barsch auf Platz 2. Vortagessieger Landry, der den ganzen Tag bisher erfolglos an ein und derselben Schleuse gefischt hat, angelt nun immerhin mal einen ganz anderen Köder als bisher. It's maybe a perch. Oh no, it's smaller than the fuck. Filet finesse is the key, I think. Yep. Tout small. 30 minutes de pêche, 2 poissons
Je confirme mon hypothèse de devoir pêcher petit, plus petit et en finesse. On continue. Those grubs, like this, those with a small jig head, that's typically what we use when we fish street fishing in harbors. And small perch love them, and here we target fairly small perch, so let's go. Premier lancé, je pense que les poissons veulent du leurre finesse. Je viens de changer, j'ai eu plusieurs touches avant. J'ai raté toutes ces touches, c'était des touches pas franches. J'étais en train de pêcher au shad. Je viens de changer, j'ai fait 2 lancers, filet finesse. Boum! J'ai mon cendre, il n'est pas gros mais j'ai mon cendre. Ah. J'ai mon aimant qui s'est collé au poteau. Il veut pas lâcher mon filet finesse, regardez. Il le croque, il a fermé la bouche mais il veut pas me le rendre. Il a bien aimé mon filet finesse. Je viens de valider ma full carte là les gars. Enfin on va le mesurer quand même avant, mais normalement il fait la taille. On va juste vérifier parce que c'est possible qu'il le fasse tout juste. Ça me permet d'avoir la full carte, c'est cool. Peut-être que j'ai trouvé la clé avec le filet finesse. En tout cas là, beaucoup d'heures de pêche, rien du tout. Et là je passe au finesse et boum. No, it's 50. Bye bye. Ok, maintenant on va essayer d'attraper un plus gros. Si leur finesse est la clé, je vais peut-être enregistrer plusieurs touches parce que juste avant j'ai eu 4 touches, peut-être des petits aussi. Je pêchais plus gros, mais j'ai essayé petit shad, gros shad, rien du tout. Leur finesse, peut-être que c'est la clé. On va voir. Ob es der Schlüssel für weitere Fische ist, bleibt abzuwarten. Doch dieser Zander ist schon einmal enorm wichtig für den Belgier. Auf Platz 3 abgerutscht, holt er sich mit diesem 50er den 2. Rang zurück und hat wie Dustin nun eine Fullcard. Oh, Biss. Könnte Barsch gewesen sein. Ja, wir sind jetzt hier am nächsten Spot. Ich habe gerade schon ein bisschen auf Zander geworfen. War nichts. Jetzt habe ich mir einen kleinen Jigspinner wieder drauf gemacht, in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch einen maßigen Barsch fange. Hier sind ziemlich viele Wasserpflanzen, ziemlich viel Grünzeug im Wasser. Wäre natürlich super, wenn das so eintreffen würde. Dann hätte ich zumindest erstmal die Wertung voll. Mal schauen. Ja, leider ging an dem Spot jetzt echt nichts mehr, seitdem das Schiff vorbeigefahren ist. Fische waren wie weggespült. Also echtes Pech, muss man sagen. Biss auf Biss. Und dann kam das Schiff mit den Riesenwellen und dann war der Spot einfach wie tot, wie leergefegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen wechseln wir jetzt nochmal. Ich denke mal, wir fahren nochmal an den Barsch-Spot von heute Morgen. Vielleicht sind sie jetzt aktiver. Und sollten sie das nicht sein, dann fahre ich nochmal Hechtangeln und dann vielleicht nochmal Barschangeln. Man weiß es nicht, aber ich gucke jetzt einfach mal. 2 Fische fehlen mir für eine Fullcard. Ja, das wäre schon geil, wenn ich heute noch die Fullcard erreichen könnte. Mal sehen. Ich habe noch nicht gesehen, wie groß. Auf jeden Fall sehr stark. Könnte 80 haben, glaube ich.
lassen. Obwohl, nee, hat er nicht, ne? Obwohl. Doch, hat er. Yes. Super. Auf jeden Fall ein kleines Upgrade. Ah, ja, der ist so super fett, Alter. Puh. Auf dem Race Runner wieder. Der ist einfach eine Bank. Auf dem Maze Runner kann man sich verlassen. Wenn es auf Hechte geht, ist das ein super Köder. Aber auf jeden Fall ein massiver Fisch. Auf jeden Fall ein Upgrade. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil die Zeit rennt. Warte, vorne. 84. Danke, mein Freund. Kurzer Besuch hier. Und weg ist er. Yes. Das ist ein kleines Upgrade. Reicht noch lange nicht, um weiterzukommen. Aber ich habe ja noch eine 1,5 Stunden. Ein bisschen länger sogar noch. Fast 2. Die Hechte lassen Dustin auch heute nicht im Stich. Dieser 84er ersetzt einen 50er Zander und so kann sich der Berliner an der Spitze absetzen. Es rauben immer wieder Rapfen hier. Ich habe aber so die Befürchtung, dass die hier in diese ganz kleine Brut irgendwie reingehen und dass man die jetzt hier, da war schon wieder. Die gehen hier in diese ganz kleine Brut rein und da ist der Köder natürlich viel zu groß. Ich hatte das auch am Montag im Training gesehen, da waren auch an einigen Stellen, hatten wirklich viele Rapfen geraubt, also noch intensiver als hier. Aber habe dann auch Topwater gefischt, da war kein Biss zu bekommen. Also hatte man echt keine Chance, weil ja, ich denke, die haben sich jetzt auf diese Mini-Brut hier fixiert und da ist dann auch nichts zu machen. Da schon wieder. Ja, die Barsche sind definitiv da. Ich habe jetzt 2 Fische gesehen, aber die wollen nicht. Also sie sind sehr schlecht drauf. An dem vorherigen Platz waren sie sehr gut drauf, bis das Boot kam und dann war Feierabend. Sonst hätte ich wahrscheinlich 4 Barsche in die Wertung kriegen können in den nächsten 20 Minuten. Also sowas Ärgerliches. Das Wasser fängt jetzt hier an wieder zu strömen. Wir hatten jetzt eben Stillstand, jetzt ist aber auflaufendes Wasser. Das heißt, jetzt kommt hier auch wieder ein bisschen Druck und Bewegung rein ins Gewässer und ich hoffe mir dadurch einfach in der nächsten Stunde hier noch einen Fisch zu fangen vielleicht. Und wenn nicht, dann fische ich den Rest der Zeit wahrscheinlich auf Hecht und gucke, dass ich vielleicht mit Hechten meine Fullcard schaffe. Ist natürlich nicht so einfach, jetzt schnell das Gewässer zu wechseln und dann eben eine Fullcard zu machen. Das auf keinen Fall, aber einen besseren Barsch, einen schöneren Barsch, einen größeren Barsch könnte ich noch ganz gut gebrauchen. Bin mir nicht sicher, ob... doch. Ist tatsächlich ein kleiner Barsch dran. Ein ganz kleiner Barsch. Oh, das ist der kleinste bislang im Turnier. Von mir. Ist er schon ab. Sehr gut. Sehr gut. Also der ist definitiv zu klein. Wow. Ja. Aber Barsch ist da. Auf jeden Fall noch mal ein paar Würfe machen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein größerer beisteht. So, dann geht's jetzt noch mal zurück. No. Okay, Tony. I have no spin jig for my Lemma B now. Ich habe den Hecht sogar gesehen.
durch. Lang und dreckig. Ich habe gesagt, der Spinner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ein Riesendank an Horst Hennings, der gesagt hat, Junge, mach Blech dran. Aber er hat recht. Wenn es wirklich, wirklich zäh und schwierig läuft, dann läuft so ein bescheuerter Spinner. 37. Ja, Leute, da ist der Dirty Barsch. 37 Zentimeter in der Wertung. Ich bin happy. Vielleicht kriegen wir noch einen. Enricos 5. Wertungsfisch, 74 Punkte, und er verlässt den 6. Platz, indem er Veit hinter sich lässt. Ein Fisch fehlt ihm zur Fullcard. Nee, andere Seite Kanone. Du musst da raus, nicht da rein. So. ...37er Barsch. Und ich habe noch gesagt, jetzt lang und dreckig mit dem Spinner. Ey. Und ich habe auch gesagt, hier fangen wir an. Klar, war natürlich Glück, aber du musst drin bleiben. Meine Güte. Enrico verliert den Fisch, doch die Barsche beißen jetzt. Und das scheint auch Dustin irgendwie zu ahnen. Ja, jetzt mache ich einen High-Risk-Move. Hier beißt es an den Poldern. Aber trotzdem will ich noch mal woanders hin Barsche upgraden. Wenn wir hinkommen, haben wir noch 40, 50 Minuten Zeit. Mal sehen. Ein Wurf noch mal, wo ich gerade den Fisch hatte. Und dann geht zum Barschen. Oh, war wieder. Fuck. Siehst du die Welle? Oh. Mann, ey. Zweite Mal daneben. Er wollte nicht mehr. Versteht man auch. Zweimal Köderkontakt hatte, hat man irgendwann keine Lust mehr. So, jetzt fangen wir noch einen großen Barsch. Hoffentlich. Oh, oh. Can you believe it? Can you believe it? I think I feel them. I really feel them. I should have more. I managed to have a perch on a frog. I think she improved, but let's check it out. $24, same. Yep. No improvement. She was angry for sure. She's going to be a big and aggressive one. Bye-bye. Juhu! Eine kleine Verbesserung bringt dieser Barsch schon, nämlich um 1 Zentimeter und damit 2 Punkte. Doch für einen Qualifikationsrang reicht das bisher trotzdem nicht. Veit braucht dagegen erst einmal 2 Fische für eine Fullcard und erzählt uns auch, wie er das bewerkstelligen möchte. Ja, die Geschichte an der Fähre hätte funktionieren können. Jetzt ist das Problem, ich wollte ja eigentlich zum Abschluss einen Polder fischen, hatte geguckt. Auf dem Weg dahin momentan gerade Stau, hätte 1,5 Stunden gedauert. Das heißt, ich hätte dann noch ein paar Minuten Angelzeit gehabt. Das ist natürlich auch sinnfrei. Da habe ich lieber meinen Köder im Wasser. Ich fahre jetzt nochmal an einen anderen Fluss, wo ich zumindest schon in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, auch auf Hecht übrigens.
habe da auch zwei Buhnen, die sehr hechtverdächtig sind. Ich habe aber auch keine Lust, hier im näheren Umfeld irgendeinen Polder zu fischen, weil das ist einfach nicht meine Angelei. Und wenn du dich da nicht auskennst, dann fahre ich lieber an eine Stelle, zu der ich grundsätzlich schon Vertrauen habe. Und wenn es nichts wird, dann soll es halt so sein. Lure-Lock, robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA und besonders attraktiv für kleine Angelchaoten wie mich. Denn wenn ich mit einem Köder fertig bin und ihn zurück in meine Box packe, dann passiert es häufig, dass ich vergesse, entweder die Box überhaupt zuzuklappen oder sie nur so schließe. Und dann kommt es häufig zu einem unangenehmen Angelhakensalat in meiner Box. Ob das jetzt im Rucksack stattfindet oder auf dem Boot bei Wind und Welle. Es ist nicht selten, dass man am Ende am Rumfriemeln ist und seine Köder wieder voneinander befreien muss. Mit den Lure-Lock-Boxen, die Tech Logic Technology unten am Boden haben, das ist eine Gelflüssigkeit, die in den Boden eingegossen ist. Mit denen passiert das nicht, denn wie ihr seht, bleiben alle Köder an Ort und Stelle. Natürlich könnt ihr sie auch simpel wieder rauslösen. Es haftet kein Gel am Köder und das ist eine tolle Möglichkeit, den Hakensalaten ein Ende zu machen. Für alle, die ein ähnliches Problem haben wie ich, sollte das eine ganz interessante Sache sein. Schaut es euch einfach mal an. Sehr gut, sehr, sehr schön. Und so schnell kann es gehen. Here we go! Super geil. Dann haben wir schon zwei. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, oder? Mission complete. Ey. Du hast das perfekte Weihnachtsgeschenk für eine Anglerin oder einen Angler noch nicht gefunden? Ich habe gleich mehrere Ideen für dich. Bei den LMAB Weihnachtsboxen für Hecht, Barsch und Zander handelt es sich um sorgfältige Zusammenstellung von Ködern, Vorfachmaterial, Terminal Tackle und Accessoires, die perfekt auf den jeweiligen Zielfisch abgestimmt sind. In den Boxen befinden sich Produkte im Wert von 120 bis 130 €, erhältlich sind sie aber schon für 89,99 €. Und auch bei unseren Hecht und Barsch Weihnachtsgutscheinen bieten wir dir einen super Preisvorteil. Denn egal welchen der 4 Gutscheinwerte du aussuchst, wir schenken dir jeweils 10% des Einkaufswertes. Links zu beiden Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem weiteren Teil der Folge und eine frohe Weihnachtszeit. Auf geht's. Jetzt, hier war leider nichts an dem Spot nochmal und jetzt geht's weiter zum letzten Spot und da werde ich es ausangeln und hoffe, dass ich da den letzten Wertungsfisch, ob es ein Barsch ist, ein Zander ist, ein Hecht ist, ganz egal, aber ich brauche auf jeden Fall diesen 6. Fisch für die Wertung. Jetzt habe ich ein bisschen Zeitnot. Auf geht's, bis später. Jetzt werde ich langsam ein bisschen rappelig. Petite pause. Les poissons ne sont pas du tout actifs. Je suis retourné sur ce spot-ci. Mais il n'y a rien qui bouge. Je pense que je pêche ici en entrée d'écluse. Et je pense qu'il y a un problème avec l'écluse. Parce qu'il n'y a quasi pas de passage de bateau. Et la plupart des bateaux, comme vous voyez, ils passent de l'autre côté. Donc je pense que ce côté-ci, il est pas actif.
faut savoir que les bateaux généralement font bouger de l'eau. Et c'est les mouvements d'eau qui fait que tous les petits alevins qui se trouvent dans le fond sont décollés du fond. C'est à ce moment-là que les cendres ils viennent les attaquer, c'est des proies faciles. Donc j'avais choisi cette écluse justement parce qu'il y a pas mal de passages de bateaux et que ça me permettait d'avoir de l'activité pendant la journée. Mais là, on va encore attendre, je vais manger tranquille. On va voir, mais si tous les bateaux passent à côté, je vais devoir changer de spot. Parce que là, du coup, mon spot, il n'est pas du tout valable, quoi. Allez, on mange et puis on continue la pêche. On va peut-être devoir changer de stratégie. It's small, I think. Oh, it's good, it's good. Oh shit. Yeah. It's an upgrade, c'est une amélioration. 5 cm. Regardez, coffret de chez Coffret. Il n'y a pas d'activité, mais lui, quand il a mangé, il a bien mangé. Donc. Oh, it's an upgrade. Nachdem er wieder die Schleusenseite gewechselt und uns die Gründe für die mangelnde Aktivität der Zander erklärt hat, beißt es dann doch und es gibt ein kleines Upgrade für Landry. Dustin bleibt jedoch vorne. Jetzt wird's sportlich. Ich bin klitschnass geschwitzt, weil ich jetzt gerade so einen kleinen Dauerlauf von, ich schätze, 1,5 Kilometern hinter mir habe mit 40 Kilogramm Gewicht auf dem Rücken. Ja, aber hilft ja nicht. Ich muss jetzt schnellstmöglich angeln und hoffe, dass ich diesen letzten Wertungsfisch bekommen kann und vielleicht ja auch noch irgendeinen Fisch dann upgraden kann. Ich gebe alles. Ich werde jetzt werfen, werfen, werfen und danach werde ich noch mal werfen. Ach, Julini, warum machst du mir immer so einen Stress? Ja, mit der Zeit. Sag doch einfach das, denn du darfst bis 18 Uhr angeln. Ich hatte einen Fisch drauf. Und ich dachte, es war ein Hänger. Ein großer. Fisch. Dicker Barsch. Richtig dicker Barsch.
Oh nee, der ist größer als ich dachte. Er hat über 80. Ich bin so am Zittern, Mädels und Jungs. Unser Chatterbait, der Warrior Prototyp mit unserer Craw. Auf jeden Fall ein Upgrade. 20 Gramm Route hier, weil ich eigentlich auf Barsch angeln wollte. Man sieht hier, ein Kiembogen schon verheilt, der ist rausgerissen, schon eine ganze Weile. Also das heißt, das ist nicht von uns. Wow, das war ein Kampf. Ich war eben ganz ruhig, weil ich dachte, wow, nicht, dass der mir noch aussteigt, was ich alles jetzt heute verloren habe. 85er Hecht, den kann ich gut gebrauchen, aber wird immer noch nicht ausreichen, leider. Egal. Was für ein spannender Drill. Der vermeintliche Barsch entpuppt sich als 85er Hecht und auch der bringt Dustin weiter. Mit nun 472,9 Punkten liegt er komfortabel an der Spitze. Gerade im Hinblick auf die schwierigen Bedingungen ein sehr starkes Zwischenergebnis. Ah, toller Fisch. Ich wollte Barsche fangen, aber ein 85er zählt auch wie ein 42. Ein halber. Nee, das nicht. Aber fast. Sehr gut. Puh. Und ich habe sogar noch Zeit zum Angeln. I have activity now. It's a big one, I think. Oh yes, it's a big one. Yep. Don't go there. Come on. It's a big one, it's a big one. It's maybe 60, it's maybe 60. Yeah, it's on. Yes. It's a big one. Cool. Maybe 60. C'est peut-être un 60, c'est beaucoup plus gros. Ok, j'ai un pic d'activité. Je dois pas traîner parce que je vais peut-être encore en faire d'autres derrière. Ou bien j'ai peut-être trouvé le bon compromis, je sais pas. En tout cas là, en 15 minutes, je fais 2 poissons. Yeah. Yeah. Oh yeah. Okay, cool. 62. Yeah, 62. 62. Nice, nice, nice. It's what I want. C'est ce que je voulais, les gars. Ok, je viens de placer le nouveau coloris de Blick Shad. Je suis sur les Blick Shad 12 cm parce que je veux des gros poissons. Et ça y est, je l'ai, mon gros poisson. 62 cm. J'adore ça. Je suis en train de pêcher en 12 grammes. J'ai juste la bonne plombée. Là, j'ai trouvé le bon compromis. J'ai enfin trouvé quelque chose qui fonctionne, là. Voilà, on a un beau poisson. Noch ein guter Zander für Landry, diesmal sogar ein Ü60er. Er schmeißt den gerade erst gefangenen 51er aus der Wertung und festigt seinen zweiten Platz. Doch da er immer noch einen kleinen 23er Barsch in der Wertung hat, ist sein Gesamtergebnis trotz guter Hechte und Zander immer noch alles andere als uneinholbar. Veit ist an seiner letzten Stelle auf der Suche nach den letzten beiden Wertungsfischen. Du fährst hierher, du angelst hier und kriegst einen richtig geilen Biss hier an der Krautkante. Das kann auch immer ein Zander sein, muss man dazu sagen. Also, das weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall also auch ein 100% Biss. Und er hängt nicht. Leider ist mein Köder schon hier, den ich da jetzt dran habe, so zerlegt, dass ich da nicht erkennen kann, was es war. Wenn da jetzt tiefe Schlitze drin gewesen wären, würde ich mich noch mehr ärgern. Aber es ist so bitter, wenn du kriegst dann den vielleicht entscheidenden Biss und du verwertest ihn nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. Echt ehrlich, das ist so. Ja, dann soll es halt irgendwie nicht sein. Dann soll es halt irgendwie nicht sein, wenn sowas passiert. Boah, ich Idiot.
Boah, ist eine richtig dicke Barsche. Das war einer. Hätte echt Topwater direkt ranmachen wollen. Aber dann wären sie weg gewesen in der Zeit, weißt du? Ja, Fisch. Oh nee, kein Rapfen, ne? Das ist ein Rapfen. Das ist ein Rapfen. Aber auf den Jigspinner und nicht Topwater. Ist gerade wieder so ein kleines Déjà-vu. Hatte ich das nicht auch schon in der Vorrunde? Naja. So, ich werde ganz schnell abmachen. Wieder zurücksetzen. Oh, ist schon los. Auch wenn der Rapfen aktiv ist, ich brauche den 6. Fisch zuerst, bevor ich mit irgendwelchen Topwater-Geschichten weitermachen könnte. Fisch, 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 Fisch. Fühlt sich an wie ein dicker Barsch. Das ist ein dicker Barsch. Das ist ein richtig dicker Barsch. Yes! Ja! Ja! Oh, da ist er! Danke! Oh, danke, danke, danke. Oh, jetzt bin ich erleichtert. Und er ist früh gekommen. Er ist früh gekommen. Jetzt habe ich noch Zeit. Oh, super. Ich habe ihn erhofft. Ich habe ihn mir gewünscht. Und ich habe ihn in der Hand. Da ist er. Der war wichtig. So. Das ist die 37. So. Ganz dran. Dirk hat die Fullcard und plötzlich ist wieder richtig Würze im Kampf um die Qualifikationsränge. Er braucht einen 34er Barsch, einen 52er Zander oder einen 68er Hecht, um Landry von Platz 2 zu verdrängen. Weiter geht's. Ja, meine Innovation. Die 832 XH hat jetzt mit einem Jigspinner den ersehnten Barsch gebracht. Danke, Nace. Also Leute, wenn die selbst auf so einen kleinen Scheiß nicht hängen bleiben, dann wisst ihr, wie die Dinger beißen. Wie kann der nicht hängen bleiben? Zum 100.000. Mal heute. Wie kann dieses... Ich kann es mir nicht mehr geben, ohne Scheiß. Da ist er. Es tut mir leid. 10 Minuten Punktabzug. Aber nee, nicht mehr. Es tut mir auch wirklich leid, aber ich wollte jetzt einfach nur noch auf Nummer sicher gehen und meine Fullcard haben. Oh, Matte ist noch nass. Power hat er auch. 27 Zentimeter. Auch wenn die Laune nicht mehr die beste ist und dieser Barsch fürs Weiterkommen vermutlich nicht mehr weiterhelfen wird, Enricos Karte ist voll. Den lasse ich nicht ins Wasser plumpsen. Ich nehme da schon den Kescher für, aber ich musste ihn jetzt einfach rausholen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ja, die Zeitstrafe ist vorbei. Ich darf jetzt den Spot wechseln. Backlash written on me, cold running from it, pole, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the
Ja, letzter Wurf hier im Turnier. Lass es einen großen Barsch sein. Hatte ja ein bisschen Pech, aber ich hatte auch Glück, muss man sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt noch ein schöner Fisch einsteigt. Ja, sollte nicht sein mit dem großen Barsch am Ende. Trotzdem hart gekämpft, bisschen viel Zeit im Auto verbracht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das reicht, wenn man die anderen Gruppen anguckt. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, dass gestern sehr schlecht gelaufen ist, aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht genug war. Was sollen wir machen? So ist Angeln. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf ein kaltes, was denn eigentlich? Auf ein kaltes Wasser. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ja, Leute, das war's leider. Ich mach den erstmal aus. Der nervt mich ganz schön. Tja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll zu diesem heutigen Tag. Ich habe zumindest mein Ziel erreicht, die Karte voll zu machen. Auch wenn mich das natürlich sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, durch eben diese ganz vielen Fischverluste. Am Ende muss man sagen, bin ich zufrieden mit dem heutigen Tag, mit dem gestrigen natürlich überhaupt nicht. Trotzdem muss man sagen, der 47er Hecht rettet mir die Full Card. Den Hecht habe ich heute sonst nicht gesehen. Und ich gehe natürlich fest davon aus, dass ich nicht weiter bin. Ich bin aber sehr gespannt, wer es geworden ist. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht Letzter bin. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen dieser mit mir letzten YPC-Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ihr sehr viel Spaß habt in den folgenden Folgen, die jetzt noch kommen. Keiner weiß so wirklich, wo es hingeht, habe ich mir sagen lassen. Alle sind super gespannt. Mal sehen, wer es am Ende natürlich wird. Die 4 stehen natürlich noch nicht fest. Das sehen wir erst gleich bei der sogenannten Siegerehrung der Gruppe. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg und trinken erstmal eine kalte Cola auf dem Rückweg und entspannen uns dann heute Abend ein bisschen, bevor es dann nächste Woche eigentlich ins nächste Turnier startet. Aber dazu dann später mehr, denn da seht ihr natürlich auch Videos von. Bis dann, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Letzter Wurf für mich im YouTube Predator Cup 2021. Das ist auf jeden Fall jetzt schon klar, weil ja, mit 4 Fischen ist man natürlich raus. Da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Ich sage ganz ehrlich, da bin ich auch selbstkritisch. Viele sagen ja immer, ich haue ganz schön auf die Kacke. Das stimmt auch, wenn es gut läuft. Aber diesmal sage ich, das ist also für mich hier eine absolute Blamage gewesen. Also war indiskutabel, was ich hier abgeliefert habe, ganz, ganz weit unter meinen Ansprüchen. Es hat eigentlich nichts so richtig funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, da, wie ich das schon erwähnt habe, ist man dann also komplett verdient da auch rausgeschieden. Ich freue mich trotzdem für alle, die besser gefangen haben als ich aus meiner Gruppe. Ich denke mal, das werden wahrscheinlich alle gewesen sein, nehme ich mal so ganz stark an. Aber ich kann damit auch ganz ehrlich locker umgehen. Ich ärgere mich natürlich. Sag trotzdem noch mal ganz vielen Dank, wie gesagt, an alle, die hinter mir gestanden haben. An meine Freundin Anni natürlich, die ich über alles liebe. An meinen Kumpel Nick, der mich mental auch total unterstützt hat. An meine Firma Fishing Tackle Max und unsere Marke Seika Pro, die mir das auch alles ermöglicht haben. Nächstes Mal wird es wieder besser. Macht's gut und Petri, hi. Man, that was fun, but that was tough. The whole tournament is tough. Some really great anglers. It's always a pressure that is there. And yeah, but I enjoy it. It's a long time since I didn't fish that much between training and the tournament. And yeah, it's a very special tournament. All of us have been training a lot between the legs and yeah, between the 2 qualification rounds. So it's tough, physically, mentally, and I hope you enjoy the show because we did have fun and we did catch some fish, so that was cool. Guys, send them some comments and tell me
if you want to know more tricks and whatever, ask me any question, guys. Congratulations to the 2 winners, because I don't think I make it, but even if I cross my finger. But we'll see later. Bye-bye, guys. Dustin ist aller Wahrscheinlichkeit nach weiter. Enrico, Veit und Fred sind raus. Doch wer wird Zweiter? Zur Erinnerung. Dirk braucht nur einen 34er Barsch, einen 52er Zander oder einen 68er Hecht. Das weiß er natürlich nicht. Wahrscheinlich würde er sonst nicht so gelassen und ausführlich erklären, wie er jetzt weiter fischen will. Ich habe jetzt gerade einen ganz guten Barsch gefangen mit 37 cm, auf jeden Fall ordentlich. Vor allem im Gegensatz zu dem 25er. Das ist natürlich jetzt das nächste Ziel von mir, den 25er Barsch rauszukicken aus meiner Wertung, weil der dann halt doch ein bisschen zu wenig ist. Und ich habe jetzt gerade einen Abriss gehabt und versuche es jetzt mal mit einer anderen Technik. Ich habe jetzt mal wieder, habe ich gestern schon mal kurz gefischt, Kickback. Funktioniert häufig ganz gut. Ja, mal gucken. Vielleicht mögen sie es. Wenn der Köder unten am Grund einfach mal so ein bisschen mit der Strömung, die jetzt ein bisschen einsetzt, ein bisschen rumtaumelt und nicht dieses harte Jiggen mit dem Jig-Spinner. Ich bin gespannt. Ich habe es mir aber fest vorgenommen, im Vorfeld die Methode hier wenigstens mal auszuprobieren. Und das werde ich jetzt gleich machen. Kein Upgrade für Landry, doch ein richtig schöner Fisch. Genau diese Länge würde Dirk zum Weiterkommen reichen, doch auch ein 34er Barsch wäre genug. Kriegt Dirk noch diesen einen Fisch? Rund 10 Minuten bleiben den Anglern noch, die fast zeitgleich ihren Angeltag begonnen haben. Fisch. Yes! Da sieht man, dass das Kickback funktionieren kann. Auch im Sommer. Wunderbar. Der Haken ist schon wieder raus. Super. Die Matte ist nass. Der zweite Barsch ist da. Der dürfte ähnlich sein. Ich glaube, einen Tacken kleiner. 35 oder so würde ich ihn jetzt mal schätzen. Aber das werden wir gleich sehen. Da ist er. Ja, der ist kleiner. 32 vielleicht. Naja, mal gucken. Aber größer als der 25er. 33er, ne? Ja, 33. Das gibt's doch nicht. Der Barsch ist einen halben Zentimeter zu kurz und so verfehlt Dirk den zweiten Platz um 1,5 Punkte. Doch noch ist nicht Schluss. Ein paar Würfe hat er noch, um den entscheidenden Fisch in den Kescher zu bringen. Ja, ich hatte ja gerade einmal erwähnt gehabt, Kickback und Stahl. Würde ich privat vielleicht nicht so fischen, ist vielleicht auch nicht optimal, ist natürlich auch sehr schwer Stahl. Und gerade beim Finesseangeln geht es ja darum, dass der Köder leicht treibt. Aber es funktioniert. Oh ne, Rapfen. Ich glaube es doch nicht.
viele Rapfen soll ich denn noch fangen? Oh, nix Topwater. Das ist aber kein Rapfen, das ist ein Barsch. Ah, der hilft mir aber nicht. Ist auch schon wieder ab. Ich zeige ihn einmal, aber der hilft mir nicht, weil der definitiv kleiner ist als der 32er. Gib wieder zurück. So, der letzte Wurf, den werde ich jetzt noch einmal reinholen, den Köder. Und dann war es das für heute. Bon, le temps est fini. Là, je vais faire mon dernier lancer. Croisons les doigts pour que mon score soit suffisant pour passer. J'ai pêché toute la journée, je ne me suis pas arrêté. 10 minutes pour manger, entre deux spots, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pêché, pêché, pêché. Malheureusement, aujourd'hui, l'activité n'était pas top. J'ai quand même réussi à faire un centre correct. Donc je m'en sors bien, j'ai ma full carte. J'espère que ma perche ne va pas me pénaliser. C'est mieux que rien, mais elle est faible. Donc voilà, dernier lancé. Une grosse péniche qui arrive là. Je pense que c'est la police et je pense qu'elle va venir me contrôler. I think it's the police and I think it's come back for control. Da kommt er angepaddelt. Das war's. Die zweite Runde ist beendet. Ich möchte jetzt die Gelegenheit einfach mal nutzen, weil es vielleicht die letzte Möglichkeit ist, in diese Kamera zu sprechen. Mich bei Hearty Rice Europe für das Vertrauen zu bedanken. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Es macht Spaß, für euch zu angeln. Ihr habt einen super Tackle. Ich bin da voll von überzeugt und deswegen bin ich auch bei euch im Team. Gleichzeitig möchte ich mich auch bedanken, natürlich bei Hecht und Barsch für diese super Angelveranstaltung, für den YPC 2021. Hat riesen Spaß gemacht für mich. War eine ganz neue Erfahrung. Für mich und auch für den Kameramann geht's jetzt zurück zum Camp nach Maurig. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung bzw. mit meinem Ergebnis. Ob es gereicht hat, ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, aber trotzdem war es, glaube ich, heute noch mal ein ganz guter Tag und ich konnte vielleicht, wenn es auch nicht gereicht hat, dann dafür sorgen, dass es zwischenzeitlich noch mal spannend wurde. Ja, auf geht's. Auto ist startklar, Tank ist voll, ab nach Maurig. Bis dann. Okay guys, thanks for being here. We will now announce the results of Stage 2, Group 2. It was it were 2 hard fishing days, not very easy for all of you. The bite was better last week, this week was not very easy. But you all fought for a good result and I will keep it short to the round of the last 4. So the first and the second are Dustin Schöne and Landry Rosson. Yeah, I don't want to speak too much. The neighbor kids are a bit loud and the barbecue is ready. So let's have a good finish of this competition or of this round and let's have some beers. And yeah, thanks for being here. Thank you. Es ist amtlich. Landry Rosson trifft als Gruppenzweiter auf den ersten der Gruppe 1, Jan Pusch.
Dieses Halbfinale zeigen wir euch am Freitag und Sonntag der kommenden Woche. Ebenfalls 2 Sendungen bekommt ihr in der Woche darauf zu sehen, denn auch die Halbfinalbegegnung des Gruppenersten aus Gruppe 2, Dustin Schöne mit dem Zweiten aus Gruppe 1, Patrick Marable, wird im Freitag-Samstag-Takt ausgestrahlt. 4 Folgen in 2 Wochen und dann folgt auch schon das Finale. Schenkt uns einen Kommentar, ein Like und schaltet nächste Woche wieder ein. Ciao!